Hallo und willkommen zurück zum 15. Teil eurer Serie Mathe Kursstufe. Diesmal mit gebrochenen rationalen Funktionen. Ich nehme an, euer Lehrer hat euch damit schon tierisch oft gequält. Was sind Definitionslücken? Das ist das heutige Thema. Definitionslücken bedeutet, ihr habt in eurem Graph einfach einen nicht definierten Wert. Das heißt, das Ding geht ganz steil nach oben, aber an dem Wert der Definitionslücke habt ihr keinen Wert. Also da kommt dann bei eurem Taschenrechner ein Error raus. So, und warum das so ist, das zeige ich euch mal. Es basiert nämlich alles einfach nur darauf, dass man nicht durch Null teilen darf. Diese Funktion hier hat eine Definitionslücke, weil sie gebrochen rational ist. Ihr habt immer eine Definitionslücke, wenn ihr durch x teilt. Es sei denn, es ist x², dann gibt es keine. Zeige ich euch auch gleich warum. So, wie kriege ich eine Definitionslücke raus? Die Definitionslücke ist immer der untere Teil hier von der Funktion gleich 0. Also x gleich 0. So, und jetzt habt ihr schon eure Definitionslücke. Wenn x gleich 0 ist, dann mache ich 1 durch 0. Und das darf ich nicht. Man darf ja nicht durch 0 teilen. Wie will ich einen Apfel durch 0 teilen? Das geht ja nicht. Also einen Teil gibt es mindestens. Ich kann ihn nicht in Luft auflösen. Ja, das ist hier schon unsere Definitionslücke. Was passiert jetzt, wenn ich hier x plus 1 eingebe? Dann habe ich hier stehen x plus 1 gleich 0. Naja, x plus 1 ist dann 0, wenn x minus 1 ist. Das heißt, ich habe an der Stelle minus 1 eine Definitionslücke. Und das schreibt man wie folgt hin. Ich suche gerade mal, ob ich das hier so finde. Ihr kennt es ja alles, bisschen rumfummel. Ja, was ist es? Ja gut, dann probiere ich es mal von Hand. Achso, halt, da brauche ich was anderes dazu. df, also geht doch, ist gleich, ja, alle reellen Zahlen, brauche ich gerade mal hier dieses R für die reellen Zahlen, das ich leider nicht habe. Okay, das ist einfach ein R mit einem Doppelbalken. Also hier macht ihr einfach, statt diesem R macht ihr 2 Striche hin, also 2 Striche und dann halt das R fertig machen. Alle Rs außer, das ist dieses Dings da, geschweifte Klammer auf. Ne, das bleibt bitte stehen. Alle reellen Zahlen außer minus 1 in diesem Fall jetzt. Oder ihr schreibt einfach hin, nicht das hier, das wäre falsch. Ah, jetzt setzt mir das wieder. X ungleich 1. Minus 1 sollte das heißen. Also das müsst ihr einfach hier nebendran schreiben, wenn ihr die Formel abschreibt. Schreibt ihr einfach nebendran x ungleich minus 1. Das bedeutet dann, ihr dürft in diese Formel hier nicht minus 1 einsetzen. Und ganz wichtig, jedes Mal, wenn ihr mit so einer Funktion rechnet, dann schaut ihr, wenn ihr für ein Ergebnis was rausbekommt, zum Beispiel Nullstellensuche oder sonst was, dann schaut ihr, ob ihr da minus 1 für x rauskriegt. Denn wenn das ist, dann braucht ihr das nicht in der Lösung angeben, dann dürft ihr das gar nicht angeben. Denn minus 1 darf man hier nicht einsetzen. Ja, das ist jetzt mal das Einfachere zu den gebrochen rationalen Funktionen. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier 1 durch x² plus 1 mache? Dann muss hier gelten, das kann man gleich mit dem Ungleichzeichen hier schreiben, x plus 1 darf nicht 0 sein. So, jetzt mache ich hier auf beiden Seiten minus 1. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier die Wurzel ziehe, was ich ja machen muss, um es hier aufzulösen, ich suche es gerade mal, Wurzel aus minus 1, das geht nicht, jedenfalls nicht mit der reellen Zahlenmenge. Da müsst ihr euch keinen Kopf drüber machen. Das heißt, ihr dürft in diese Funktion hier alles einsetzen. Alles, alles, alles. Das heißt, es gibt hier auch keine Definitionslücke. Das bedeutet, eure Funktion ist durchgehend. Okay? Gut soweit. Ja, das war es eigentlich auch schon dazu.
ich mache jetzt hier gerade mal noch eine Übung, die ein bisschen schwieriger ist. Im Prinzip ist es eine Nullstellensuche für den Nenner hier unten. Also, wenn ihr die Nullstellensuche schon angeguckt habt, dann wisst ihr ja schon, wie das geht. Ansonsten tut's einfach. Ich sage jetzt hier mal, Sinus von x darf nicht, oder steht unten drin. Dann darf Sinus von x ja nicht 0 sein. Ja, wie rechne ich jetzt das aus? Okay, wenn ihr kein GTR habt, dann habt ihr ein Problem. Dann solltet ihr die Werte auswendig lernen. Die Werte von Sinus sind, Sinus von 0. Der Sinus, der fängt bei 0 an und geht dann, upsala, hoch und dann wieder runter. Da brauche ich gerade mal ein Pi. Wo habe ich denn das? Pi. Sinus von Pi ist 1. Sinus von, nicht von Pi halbe. Achtung. Sinus von Pi hier ist dann schon wieder 0. Und so weiter und so fort. Also es geht dann halt bei Sinus von 1,5 Pi sind wir bei minus 1 und bei 2 Pi sind wir ja wieder da, wo wir angefangen haben, heißt bei 0. Ja, deshalb darf hier x, also jetzt in unserem Fall, ist x ungleich, kein Ungleichheitszeichen ohne Formel. Super. Dann fügen wir halt eine ein. X ungleich. Und ihr seht hier, wenn wir 0 einsetzen in unseren Sinus, kommt auch 0 hier raus. Das heißt, 0 darf man nicht einsetzen. Und man darf Pi nicht einsetzen. Pi, bist du? Na sowas. Da muss ich doch gleich wieder hier zurück. Man darf Pi nicht einsetzen und da wir ja wieder weitergehen, das ist ja eine periodische Funktion. Bei 1,5 Pi sind wir bei minus 1 und bei 2 Pi sind wir ja wieder bei 0. Das heißt, wir sind hier bei 2 Pi, darf man auch nicht einsetzen. Ja, das ist jetzt aber doof. Da müssen wir ja unendlich viele Zahlen reinmachen, denn die Funktion geht ja unendlich oft unendlich weit auf der x-Achse weiter und in die andere Richtung ja auch noch. Was machen wir da? Wir setzen einfach einen Parameter, der jede beliebige ganze Zahl annehmen kann, vorne dran. Das heißt, wir schreiben hier k mal Pi und sagen k ist gleich 1,2,3,4, Punkt. Dann sollten Sie alle wissen, was wir meinen. So, bei 0 muss ja natürlich auch noch sein. Und am besten hier noch eine minus 1 vorne dran setzen, damit man es auch komplett kapiert. So sagen wir, k wird 0. Dann ist unser x ist 0. Das heißt, wir würden hier 0 einsetzen und es würde 0 rauskommen. Wenn wir 1 einsetzen, haben wir hier x ist gleich Pi. Das heißt, wir setzen hier Pi ein und für Sinus von Pi kommt auch 0 raus. Und sagen wir setzen 2 für k ein. Dann sind wir bei 2 Pi und bei 2 Pi, Sinus von 2 Pi ist auch 0 und so weiter und so fort. Und deswegen hier diese Punkte, aber auch natürlich ins Negative, denn Sinus von minus Pi ist dasselbe wie Sinus von einem Pi und so weiter. Und das ist ja auch alles 0. Das heißt, ihr habt hier eine riesige Definitionslücke, beziehungsweise eigentlich unendlich viele Definitionslücken. Das ist total verwirrend, macht aber auch nichts. Ihr werdet es ziemlich sicher schnell reinkriegen. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, ich hoffe, ihr schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!